Selbst Gäste aus Hollywood waren hier schon zu Besuch. Also war es für uns doch auch mal höchste Zeit, den Enduropark Hechlingen genauer unter die Lupe zu nehmen. Hierfür haben wir uns angemeldet zum BMW GS Intensivtraining. Wir, das sind Felix, Roland, Sebastian und meine Wenigkeit. Und natürlich darf unser Trainer Michael nicht fehlen. Danke dir. Als wir unsere Leihmotorräder in Empfang genommen haben, musste natürlich noch die eine oder andere Einstellung angepasst werden. Danke. Nach 2 Minuten Verhaltensregeln im Park und allgemeinem Briefing ging es dann aber auch wirklich gleich los. Ich erinnere mich noch an die Worte von unserem Instruktor: Ihr wollt intensiv, ihr bekommt intensiv. Let's go! Dennoch starten wir erstmal mit einer gemütlichen und großen Einführungsrunde über das Gelände. Schließlich muss man sich auf den 26 Hektar ja erst einmal zurechtfinden. Okay. Hoppala. Ich habe meine eigene GS Anfang letzten Jahres verkauft. Erstens hatte sie ein technisches Problem, beziehungsweise um fair zu bleiben, ich habe sie bei teilweise heftigem Geländeansatz eher kaputt gefahren. Und zweitens wollte ich schon mal Platz in der Garage schaffen für die neue 1300er. Da ich die Tenere aber bereits als Zweitmotorrad hatte, habe ich quasi auch nichts vermisst. Im Gegenteil. Ich habe mich immer mehr mit der T7 angefreundet und auch bis heute bin ich super zufrieden damit. Aber jetzt kommt's. Nach nur 5 Minuten auf der GS habe ich schon wieder so Bock auf die BMW und ein ständiges breites Grinsen unterm Helm. Technisch gesehen und vor allem vom Handling wirklich ein grandioses Motorrad. Naja, zum Glück muss ich hier und heute ja kein Motorrad kaufen, sondern darf mich voll und ganz aufs Fahren konzentrieren. Mir ist auch draußen wieder übrigens. Kurz nach dem Wald zeigt uns Michael den Asse-Creme. Hier geht es um enge Kurven, einen schönen und groben Single Trail hoch.
Nachdem wir nun zumindest einen groben Überblick vom Park haben, gönnen wir uns zwischendrin erstmal eine kleine Kaffeepause. Frisch gestärkt geht's dann aber hoch motiviert weiter. Dann den Anlieger hoch, Basti. Jetzt kommt ein Anlieger. Die Hänge sollten nach Möglichkeit langsam und kontrolliert gefahren werden. Dabei wurden die Radien der Kurven zunehmend enger und die Steigungen immer größer. Leider kann man das auf der Kamera kaum erkennen. Vor Mittag noch mal kurz das Level anheben. Ja, das ist klar. Zeit für eine kleine Spezialübung. Hier möchten wir mal das Überfahren von einem Hindernis oder Baumstamm üben. So, das ist mal ein kleines Hindernis zum Überfahren. Wie kriege ich das Vorderrad leicht? Beherzter Gasstoß zur richtigen Zeit. Genau. Aber was kommt vorher noch? Eintauchen. Genau. Gas zumachen, Gewicht nach vorne und dann rechtzeitig mit Timing Gas, bisschen Kupplung dazu geben, dass das Vorderrad rauskommt, wenn es ausfedert, durch den Gas- und Kupplungszugabe schön leicht bleibt. Ja, immer schön an der Kupplung sein, Blickführung, gerade möglichst gerade. Schauen, dass das Vorderrad nicht gleich wieder runterkommt, sondern dass man das Vorderrad vielleicht ein bisschen oben hält. Versucht es mal. Hier ist es kein Thema, da setzt man nicht auf oder nicht besonders hart. Aber einfach mal versuchen drüber zu kommen, ohne dass die Bodenplatte berührt. Aber je schräger das sich halt, desto leichter rutscht.
Jetzt noch ein bisschen förstern und dann wieder ab in den Wald. Bei Händen und Kegel. Habe ich nicht geschafft. Rechts ist offensichtlich nicht gerade meine Schokoladenseite. Danke. Also vielleicht die Rechtskurve, das will oben. Zwischen dem Baum, auf dem man mehr oder weniger zufährt, oben, da haben wir die rechts vorbei. Hier lang. Was hier auch Probleme bereitet, ist, wenn man nicht in der Spur bleibt. Das Vorderrad dann schon links oben steht, quer. Oft läuft das Vorderrad dann links hoch. Ja? Und wenn das Vorderrad links hoch läuft, dann ist irgendwann, fängt es an zu rutschen oder man wird zu steil, kann nicht mehr Gas geben. Dann ist es im Prinzip
besser, wenn man stehen bleibt. Wenn das Vorderrad dann schon links oben steht, quer. Einfach auch möglichst weit nach oben. Genau, möglichst weit an dem Baum. Versuchen in der Rinne zu bleiben. Oben, wo es ein bisschen hängt, ja, da wo die Sonne so rein. Okay, grundsätzlich verstanden. Roland hat sich bereit erklärt, mal den ersten Versuch zu machen. Aber offensichtlich hat der Single Trail schräg am Hang doch ein bisschen in sich. Also Felix, alias The Gravel Pebble, let's go! So, dann werde ich auch mal mein Glück versuchen. Schlussendlich haben wir uns natürlich alle hochgekämpft. Das ist ein Psycho-Bullshit, wenn du mal richtig verkackt hast. So, jetzt. Hier wollten wir genau die Situation aus der vorherigen Passage nochmal üben. Nämlich bewusst langsam und schräg am Hang fahren, bis sich das Vorderrad aufstellt bzw. der Hintern wegrutscht. Mittlerweile sind wir angekommen bei einem ganz besonderen Schmankerl. Es handelt sich hier um einen recht kurzen, dafür aber wirklich extrem steilen Hang. Jetzt würde ich dir empfehlen, unter dem Motorrad wegzugehen. Achtung, hey! Hey! Geh mal unter dem Motorrad weg! Scheiße. Jetzt noch eine Zettel. Gut. Ist ja alles okay? Alles in Ordnung. Gut, also hier auch wieder rechts hochlaufen. Schön mittig bleiben. So, her und dann umnackeln, oder? Soll ich? Ja. Warte. Wenn er jetzt das Lenkerspielchen macht. Komm. Ja, lassen wir sie ein Stück so rutschen. Mhm. Lenkerspielchen. Ja, jetzt wird erst, wenn es hochsteht. Dann macht das Ausdruck richtig kaputt. Können wir so ein bisschen hochheben. Ja. Gut, jetzt aufstellen. Dankeschön. Rückwärts rollen. Ja gut, der Baum hat noch ein bisschen gehalten, gell? Der war's, ja. Wenn du merkst, du kommst rechts rüber und das wird nichts mehr, nicht draufhalten. Weil wenn die dann hochkommt, wieder runter, dann runterpurzeln und du bist runter, dann kannst du böse... Und jetzt können wir sie aufstellen. Warte mal auf. Mach alle mal hinlangen. Und dann jetzt nackeln wir mit dem Lenker. 1, 2. Ach, so sieht der Auspuff unter der Blende aus. Ah ja. Schwund ist immer. Nur die Abdeckung hinten. Scheiße. Tja, wenn man schon nicht hochlaufen kann, wie soll man dann fahren? Danke. Wo ist eigentlich mein Motorrad? Im Zweifel immer die dreckige.
der Aufregung geht es zur Entspannung erstmal wieder bei ein paar Single Trails bis nach ganz oben zum Aussichtspunkt. Alle da? Als es auf dem etwas zugewachsenen Single Trail dann plötzlich gestockt hat, habe ich erstmal realisiert, dass es offensichtlich ein Fahrer den Hang runtergepurzelt hat. Was runtergeknipst? Ich würde mal sagen, richtig Schwein gehabt, denn kurz nach dem kleinen Zwischenplateau ging es mal so richtig steil runter. Jetzt heißt es mal wieder im Team gemeinsam Motorradberg. Berge? Wobei unser Instruktor Michael fackelt da nicht lange und fährt halt einfach hoch. Geil. Gut, super. Ja, du hast super gemacht. Gerne doch. Hauptsache hier ist nichts passiert.
Hier kommt jetzt nochmal eine kleine Treppenpassage. Ah, da haben wir sie doch, die Treppen. Und jetzt hoch. Und klar, da wo es runter geht, geht es irgendwann auch mal wieder hoch. Im Übrigen ohne Rücksicht auf Materialverluste. Und ganz zum Schluss schließlich noch der große Anlieger. Der hat uns schon morgens zu Beginn des Trainings angelacht. Erster Gang, bisschen Drehzahl. Will ich mal probieren? Eigentlich schon, ja. Basti!